Herr Professor Schulze, der amerikanische Präsident Donald Trump bezeichnete in seiner Rede, wo er das neue Sicherheitskonzept der USA vorstellte, Russland und China als Hauptrivalen. Was heißt das? Also zumindest sieht er Russland nicht mehr als Regionalmacht an, wie sein Vorgänger, oder? Naja, das hat er nicht ausgeschlossen, ja. Aber es gibt eine qualitative Veränderung, und zwar unter Obama, in der letzten Phase von der Obama-Administration galt Russland als Gegner. Und in der sehr wichtigen Ausführung des National Intelligence Council, das National Intelligence Council legt alle 4 Jahre, einen Monat nach der Wahl des neuen Präsidenten, einen Report vor, wie sich die Weltlage in der Zukunft verändert. Und das ist keine Prognose, sondern praktisch eine Art von Framework, eine Rahmenbeschreibung, innerhalb dessen sich dann die amerikanische Außen-, Sicherheits- und Verteidigungspolitik darauf einrichten kann, auch die Wirtschaftspolitik darauf einrichten soll oder kann. Und dieses Papier hat den wunderschönen Titel Paradox in Progress. Und es ist eine Fortführung des Papiers oder des Reports von 2012, der damals nach Obama vorgelegt wurde, und dieser hieß A Changed World 2030. Und dieses Manuskript oder dieser Report vom Februar 2017, der also praktisch 3 Monate zu spät rauskam, wahrscheinlich aufgrund des Ergebnisses der Präsidentschaftswahlen und einiger Unregelmäßigkeiten bzw. Unsicherheiten, die Weltlage überhaupt einzuschätzen, geht noch vom Störenfried und von der Gegnerschaft und vom aggressiven Verhalten Russlands aus. An den Attributen hat sich wenig verändert jetzt in der Sicherheitsdoktrin, aber Russland gilt nicht mehr als Gegner. Ja, zumindest werden China und Russland trotzdem als revisionistische Mächte eingestuft. Richtig, das steht auch in dem NRC-Report drin, sowohl in dem von 2012 als auch von dem von 2017. Daran ändert sich auch nichts. Russland ist eine revisionistische Macht. Und wenn wir ganz ehrlich sind, ist Russland auch eine revisionistische Macht, nämlich Russland will die Veränderung der Mächtestruktur im internationalen System. Es möchte als Partner oder als ebenbürtiger Gesprächspartner aufgenommen werden und mitbeteiligt werden an der Gestaltung der neuen Weltlage oder des Weltsystems oder der Weltordnung, wie auch immer Sie das bezeichnen wollen. Und das ist natürlich in den Augen einer hegemonialen Macht, auf die die USA weiterhin pochen und die sie sein wollten und die sie nicht mehr ausüben können, diese Funktion, eine Revision der Machtverhältnisse. Insofern ist es eine Beschreibung einer Lage, und Russland und China sind praktisch da die Hauptakteure, nicht so sehr die anderen BRICS-Staaten wie Südafrika, Nigeria oder Brasilien, sondern es sind die beiden Mächte, und zwar China auf ökonomischem Gebiet und Russland auf militärtechnologischem Gebiet, nicht auf ökonomischem Gebiet. Die beiden waren jedenfalls nicht ganz so begeistert gewesen. In ersten Reaktionen bescheinigt Russland dem Dokument einen imperialen Charakter. Die chinesische Führung meint, dass die neue US-Sicherheitsstrategie von einer Mentalität des Kalten Krieges geprägt sei. Sehen Sie das auch so? Ich meine, die Mentalität des Kalten Krieges ist praktisch nie weggegangen. Ich meine, wir haben einen einzigen Versuch gehabt im November 1990 noch unter Gorbatschow, als die Charta auf Paris verabschiedet wurde, die USA, Kanada und die gesamte Sowjetunion unterzeichnete. Und diese Charta ist dann nach dem Zerfall der Sowjetunion praktisch von den Nachfolgestaaten auch akzeptiert worden. Und das war eine Friedenscharta für Gesamteuropa, und die ist nie implementiert worden, sondern danach gab es die NATO-Osterweiterung und so weiter und so fort. Das heißt also, praktisch sind die Grundelemente des Kalten Krieges, die Gegnerschaft zwischen der sogenannten westlichen Welt und Russland, die sind beibehalten worden. Die wurden nur übertüncht in den 90er Jahren, weil Russland dort ökonomisch, politisch und militärtechnisch, technologisch am Boden lag. Und in den ersten 7 oder 8 Jahren des neuen Millenniums hatte sich Russland praktisch wieder aus dieser Misere herausgerappelt. Und der Schlusspunkt dieser Entwicklung war die Rede Putins 2007 auf der Münchner Sicherheitskonferenz, wo er ganz klar einforderte, und das ist bis heute eine Standardforderung des Kremls und der russischen Politik: Der Kalte Krieg ist vorbei, akzeptiert das endlich mal.
wir wollen an der Gestaltung Europas oder an der Gestaltung der Welt gleichberechtigt teilnehmen. Und das ist, wie gesagt, dieses revisionistische Element. Kalter Krieg hat heute eine ganz andere Funktion. Er ist nicht mehr militärisch, beruht nicht mehr auf Hardpower, sondern ist eine Softpower-Angelegenheit. Das heißt also, wir wissen ganz genau, Russland stellt keine Bedrohung für den Westen, für die NATO dar, und die NATO stellt keine Bedrohung für Russland dar. Weil Russland als Atommacht wird nie angegriffen werden. Und genauso gut kann Russland als Atommacht nie eine andere Atommacht angreifen. Ja, das heißt also, dieses Element des Kalten Krieges, der Bipolarität, die Balance des Schreckens, die bleibt weiter erhalten. Und aus dieser Balance des Schreckens ergeben sich natürlich auch Forderungen von Einflussgebieten oder von Einflusssphären. Und darum geht es im Augenblick. Die Europäische Union war immer in der westlichen Einflusssphäre, in der amerikanischen Einflusssphäre drin, aber es gab Veränderungen, es gab Auflockerungen. Denken Sie an 2003, als Schröder zusammen mit dem französischen Präsidenten und mit dem russischen Präsidenten sich nicht am Irakkrieg beteiligten. Das war eine traumatische Erfahrung für die Amerikaner. Und die NATO ist nicht involviert worden in der Irak-Problematik. Das heißt also, hier gibt es Unsicherheiten auf der amerikanischen Seite und von daher auch immer wieder das Streben, Europa so eng am Zügel zu führen, dass es nicht ausbrechen kann. Zumindest scheint Trump konsequent bei seiner America First Ideologie zu bleiben, weil so stark wirtschaftliche Sicherheit zu betonen in so einer Sicherheitsrede, in seinem Konzept ist schon neu, oder? Das ist neu, aber das ist auch eine Reaktion oder sagen wir mal eine Aufnahme dessen, was in diesem von mir angesprochenen Dokument, also diesem Report des NRC, des National Intelligence Council, ganz klar drinsteht. Amerika bleibt bis in die nächsten Dekaden die führende Supermacht auf dem militärischen Gebiet. Das weiß der Kreml und das weiß Peking genauso. Aber im ökonomischen und finanziellen Sektoren oder Bereichen, und das steht in beiden Dokumenten drin, kann die USA nicht mehr eine dominante Position einnehmen. Das heißt, sie wird schwächer und schwächer, und zu einer hegemonalen Weltposition gilt natürlich auch, dass sie das ökonomisch und finanzpolitisch unterlegen können. Das geht nicht mehr. Und deswegen brauchen sie Verbündete zum Beispiel. Ja? Was interessant ist an dieser neuen Sicherheitsstrategie der USA ist als eins dieser Faktor, dass Russland nicht mehr als Gegner, sondern als Rivale, und zwar Rivale um Einflusszonen, sowohl im Nahen Osten als auch in Europa und sonst wo angesehen wird. Und zwar auf militärischem und geopolitischem Gebiet. China wird nur im ökonomischen Bereich als Rivale angesehen, und das ist ja kein Rivale mehr. China ist eigentlich schon der nicht so benannte Hegemon im industrietechnologischen Bereich der Welt. Da kann auch die Europäische Union nicht mit. So, das ist eine Einsicht von Washington, dass Washington auch aufgrund dieser ökonomischen und finanzpolitischen Schwäche, aber trotzdem aufgrund der militärischen Stärke, nicht mehr als Weltpolizist auftreten kann. Washington hat aufgegeben, der Welthegemon zu sein. Und das ist ein Novum. Und deswegen sind die beiden Anschuldigungen von Moskau und von Peking, von neoimperialer oder imperialer Politik, die gehen zwar in die Richtung, dass hier Washington das anstrebt, aber sie können das nicht mehr. Das ist ein zu scharfes Argument. Okay, das ist üblich in der Politik, aber es trifft nicht den Tatbestand. Naja, aber Trump will seine wirtschaftlichen Ziele auch durch Aufrüstung absichern. Also das klingt schon... Nein, der will sie nicht durch Aufrüstung absichern, sondern er zieht die ökonomische Karte. Gucken Sie sich die ganze Problematik und die Diskussion, die mit Nord Stream 2 läuft, an. Sie wollen den europäischen Energiemarkt dominieren. Und dazu müssen sie Nord Stream 2 verhindern. Das heißt also, was Trump macht, als praktisch anders als Obama, er macht eine Ökonomisierung der Sicherheits- und Verteidigungspolitik. Während Obama einen Rückzug aus der Sicherheitspolitik machte, indem er Einflusszonen aufgegeben hat, beziehungsweise nicht mehr besetzte, das besonders in Nordafrika und im Nahen Osten. Aber es wird schon aufgerüstet werden. Meinen Sie nicht, dass... Ja, Gott, das interessiert doch keinen Menschen. Ich meine, die USA haben 700 Milliarden Dollar in die Rüstung reingesteckt. Ja, die sind 5-mal so stark wie Russland. Und daran geht kein Weg rein. Sollen sie es doch weitermachen? Sie können es doch nicht einsetzen. Sie können noch nicht mal 2 lokale Kriege mehr führen. Ja, das ist das Beispiel des Iraks und Afghanistans.
Ja, das heißt also praktisch, das sind verlorene produktive Ressourcen, die da in die Rüstung reingesteckt werden. Die helfen der amerikanischen Wirtschaft nicht, die helfen der amerikanischen Gesellschaft nicht. Und sie zementieren nur diese dominante, hegemonale Position der USA auf dem Gebiet der Rüstung und der Sicherheit und der Militärpolitik, nicht im ökonomischen, gesellschaftlichen und finanziellen Bereich. Also wir haben es hier sukzessive mit einer Schwächung der amerikanischen Position zu tun, und die ist real. Und ich finde das zum Beispiel sehr positiv bei Trump, dass er das als erster nicht nur ausspricht, sondern sogar in einer solchen Doktrin zementiert.